Ihr lieben Steinböcke, schauen wir in eure Botschaft für euer Kollektiv. Was darf ich den Steinböcken mitgeben? Ihr habt die Hindernisse in der Mitte. Irgendetwas scheint nicht so voranzugehen. Veränderungen, die sich anbahnen, die aber mit Hindernissen verbunden sind. Blockaden. Vielleicht setzt ihr irgendwo an einem Punkt an und dann müsst ihr wieder Kurskorrektur machen. Möglicherweise geht es hier um Freundschaften, um das Gefühl der Loyalität, um Treue. Möglicherweise geht es um eure Kinder. Und ihr fahrt ja auch so ein bisschen selbst mit angezogener Handbremse, ne? Ich sehe hier wenig Energie oder auch ein bisschen das Erschöpftsein mitschwingen. Allerdings ist euer Unterbewusstsein ganz auf Positivität gestellt oder auch auf den Wunsch, dass sich hier genesende Sachen einstellen. Ich habe hier eine gute Frequenz für euch, ne? Die Verstrickungen in der Vergangenheit zu lassen. Es kann ja auch sein, es geht um Familienthemen, ne? Eure Mütter, eure Geschwister, eure Kinder, irgendwas im Familiensystem, das sich hier anzeigt, woher die Veränderungen kommen, aber sie bringen neue Hindernisse mit oder sie sind zeitverzögert. Trotz allem habe ich Veränderungen noch innerhalb des Sommers für euch. Blockaden, die ihr auch zurücklassen könnt, und hier kommt schon der Neubeginn, ne? Möglicherweise kreiert ihr auch etwas, was weniger Arbeit mitbringt oder was minimalistischer ist oder wo ihr euch reduziert, um mehr Energie zu haben. Eure Kindertage selbst liegen auch da. Eine große spirituelle Energie, eine hohe Erkenntnis. Ihr habt in eurem eigenen Haus den Stern drin. Ne? Das ist das Glück, das ist die Magie, die Klarheit, Visionen, die ihr vergrößern könnt. Vielleicht ist die Vision auch aus etwas Kleinerem mehr zu machen. Schicksalshafte Einflüsse von außen. Ich sehe hier trotz allem, ich weiß, man kann es zum Teil nicht mehr hören, aber hier liegt einfach das Schicksal der Familie, der Kindertage und eben auch ein schicksalshafter Neubeginn, weil ihr durch Außen, durchs Umfeld ein bisschen dahin geführt werdet. Also wenn hier Blockaden sind oder Hindernisse, dann guckt sie euch an, denn manchmal hat es auch einen Grund, warum eine Richtung blockiert oder nicht weitergeht, ja? Weil es vielleicht noch einen besseren Weg gibt oder weil noch irgendetwas im Kleineren übersehen wurde. Ihr habt hier im Haus der Hoffnungen und Wünsche den Klee drin. Das hat für mich hier mehrere Bedeutungen. Möglicherweise habt ihr die Befürchtung, wenn ihr euch minimalisiert, dass ihr zu kurz kommt oder dass irgendwas nicht reicht. Oder dass irgendetwas auch zu oberflächlich ist, dass es nicht lange trägt. So, und hier kommt die stabilisierende Energie des Hauses. Kann ja auch ein Neubeginn im Umfeld sein, mit dem Umfeld, mit der Wohnung, mit der Räumlichkeit. Aber auch Menschen, die hier vielleicht neu auf deinen Weg kommen, die Impulsgeber sind, die irgendetwas an glücklichen Umständen mitbringen. Und du gehst ja aus dieser Blockade oder den Hindernissen hier in die stabile Qualität. Grenzen setzen ist hier angezeigt, auf sein eigenes Fundament aufbauen, das man schon hat. Du musst Kompromisse machen, hier gleichen sich die Waagschalen aus, ne? Das perfekte Timing, Blockaden zu überwinden oder Hindernisse zu umgehen.
Vielleicht ist der Kompromiss aber auch die Lösung zu den Dingen, die sich dir in den Weg stellen. Ne? Manchmal möchte man so blind links etwas durchboxen und es geht nicht. Und da könntest du vielleicht noch gucken, wo du eine Win-Win-Situation entstehen lassen kannst. Authentizität ist eure Stärke. Verstellt euch nicht. So zu sein, wie man ist die Grundlage eurer Möglichkeiten. Und unten haben wir noch Schulden bezahlt. Das hatte ich in einigen Readings drin. Hier geht es einfach darum, dass man niemand mehr was schuldig ist, aber dass man vielleicht tatsächlich doch einen Ausgleich macht, einen Kompromiss, eine Situation, in der alle zufrieden sind. Aber hier werden dir auch so Laster oder alte Gewohnheiten von den Schultern genommen. Eine sehr schöne Legung bisher. Öffne deine Sinne. Er möchte ein bisschen Kreativität, Idee, Inspiration zu dir fließen. Also vielleicht bist du durch diese Hindernisse in einem Art Tunnel, wo du nicht sehen kannst, was dich inspiriert. Gerade auch wenn hier so schicksalshafte Kindertagethemen sind oder Familienthemen, gilt natürlich auch da, ne? Ihr seid niemandem was schuldig. Ihr dürft euren eigenen Weg gehen. Etwas braucht Erholung, Regeneration. Das Murmeltier fordert eigentlich auf zum Reflektieren, die grundlegende Einstellung fürs Leben anzugucken. Möglicherweise dürft ihr hier auch so Glaubenssätze ablegen oder euch damit beschäftigen, wo ihr immer wieder gegen das Gleiche boykottieren fährt. Denn ihr kennt alle den Spruch, und täglich grüßt das Murmeltier, hier ist so eine Routine drin und man verausgabt sich und es kostet Kraft und nichts bringt irgendwie was. Und ihr dürft eure eigene Selbstheilung aktivieren, aber ihr müsst erkennen, dass ihr das auch selbst könnt. Kümmert euch um den Boden, der euch nährt und nicht um den, der euch schwächt sozusagen. Stärkt eure Basis, wird hier gefordert. Ne? Da nehmen wir noch ein Vögelchen. Die Elster. Ich bringe dir Gelassenheit, Liebe und Selbstvertrauen. Alles fügt sich. Mache das, was jetzt dran ist. Spüre die Magie und Zauberkraft. Halte dich für Überraschungen bereit. Ihr lieben Steinböcke, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis bald.